Du willst eigentlich immer wieder nur verlassen werden. Ja, wie anmaßend, ignorant und unempathisch diese Aussage bzw. vielmehr Unterstellung ist. Denn was hier umschrieben wird, ist nichts anderes, dass diese eine Art von Wiederholungszwang, was durch Verlassenheitswunder in uns entstanden ist, uns daran hindert, endlich in gesunde Beziehungen hineinzukommen und dadurch wir immer wieder aus Beziehungen aussteigen beziehungsweise sehr lange in toxische Beziehungen uns aufhalten. In dieser Folge wirst du jetzt erfahren, welche 7 sehr, sehr negative Auswirkungen das hat, wenn wir unsere Verlassenheitswunde nicht heilen können und diese wir in unsere Beziehungen mit hineinnehmen. Mein Name ist Gabriela, Trauma- und Körperpsychotherapeutin und ich freue mich jetzt auf dich. Die Verlassenheitswunde, welche uns in unseren Beziehungen letztes Endes sabotiert, hat 2 massive Folgen auf uns. Und zwar, dass diese uns immer wieder innerlich sehr, sehr leer und auch verlassen, einsam fühlen lässt. Und zum Zweiten, dass diese uns als Kind darauf sozusagen programmiert hat, dass wir immer wieder verlassen werden. Warum ist das passiert? Heute ist dieses Muster natürlich ein sehr destruktives Muster, aber das war eine Überlebensstrategie. Wenn wir das als Kind immer wieder erfahren haben, dass wir mit unseren Sorgen, mit unseren Schmerzen oder überhaupt mit unserem gesamten Wesen aber verlassen und alleingelassen wurden, dann hat sich ja unser Organismus, unsere Persönlichkeit und Wesen darauf eingestellt als Selbstschutz, dass wir vorbereitet waren, dass wir verlassen werden. Das bedeutet, dass natürlich eine gewisse Vorsicht oder vielleicht sogar zu sehr Vorsicht, aber in uns entstanden ist, was bis zu Verlust und Verlassenheitsängsten natürlich reicht. Ja, und jetzt lass uns anschauen, welche 7 ganz negative Folgen dieser Verlassenheitswunde in unseren Beziehungen bewirkt. Denn diese ist heute ganz klar, wenn es nicht geheilt ist, sehr destruktiv und unsere Beziehungen wortwörtlich sabotiert. Gleich die erste Folge von Verlassenheitswunde in Beziehungen, natürlich, dass wir uns unbewusst zu Menschen hingezogen fühlen, die entweder uns emotional nicht zur Verfügung stehen. Das können sein zum Beispiel Workaholic oder Menschen in Fernbeziehungen oder sind verheiratet und sind natürlich nicht bereit, diese Ehe aufzulösen, oder sind es vielleicht offene Beziehungen, also wo es vornhinein letztes Endes gar keine Verbindlichkeit vorhanden ist. Oder sind es Menschen, die uns immer wieder verlassen, vielleicht auch nicht wortwörtlich verlassen, also diese anscheinliche Bindung, Beziehung bleibt ja aufrechterhalten, aber tatsächlich passiert es immer wieder, dass sie uns, in der Beziehung alleine lassen. Das kann passieren zum Beispiel bei Berufssoldat, der auch im Ausland immer wieder Einsätze über mehrere Monate hinweg hat. Oder zum Beispiel jemand mit Nachtschicht. Das klingt ja vielleicht auch sehr ungewöhnlich oder auch, kommt man nicht auf die Idee, sowas zu bedenken. Aber wenn wir da hineindenken, jemand, wo zum Beispiel Nachtschicht hat oder dreifache Schichtarbeit hat, ist praktisch immer wieder das geht, genau dann geht, wenn wir mit einem vielleicht recht herkömmlichen Alltagsrhythmus unterwegs sind und unser Leben haben und uns wirklich wortwörtlich verlässt oder verlassen muss. Ja, und dann die dritte Variante, dass wenn wir sogar in einer gesunden Beziehung sind, fragen wir uns immer wieder trotzdem ständig,
ob unser Partner uns wirklich liebt und ob er uns nicht eines Tages verlassen wird. Das kann sein, dass dieser Partner, Partnerin gewisse Auslöser, also gewisse vielleicht Charaktermerkmale an sich hat, die uns an etwas erinnern und in uns diese Angst, ja, des Verlassenswerdens auslöst, muss aber nicht sein, dass dieser jemand toxisch ist. Es können ganz kleine Merkmale sein, die wir für uns gefährlich deuten und dadurch diese Angst von uns dann eben ja, genährt wird. Ja, die zweite Folge. Wir sabotieren uns selbst. Zwar ungewollt, aber schon. Wie passiert das? Beeinflusst natürlich eine Verlassenheitswunde auch unsere Fähigkeit, Vertrauen aufzubauen und uns in einer Partnerschaft sicher zu fühlen. Das bedeutet wiederum, dass uns emotional zurückziehen, nicht selten, dass wir innerhalb der Beziehung uns immer wieder distanzieren und zurückziehen, weil wir uns unsicher und ungeliebt fühlen. Erkennst du dich vielleicht? Wo du vielleicht auch in einer Gesellschaft mit deinen Auserwählten bist und dort vielleicht auch jemand auftaucht, wo du meinst, okay, ist sehr attraktiv. Könnte vielleicht ein Alarmsignal sein oder eine Gefahr für mich. Und weil du dich in diesem Moment unsicher fühlst und deine Daseinsberechtigung sozusagen in der Beziehung an Seite deiner Partnerin oder Partner nicht mehr so stark empfinden kannst, dass du dich zurückziehst. Vielleicht wirst du plötzlich ganz, wortkarg oder du verlässt sogar das Lokal und gehst du nach Hause. Es kann sein, dass wir unsere Bedürfnisse verleugnen, weil unser Vertrauen einfach nicht so stark ist und so untermauert, dass wir unsere Bedürfnisse lieber aufgeben und wir diese gar nicht mehr erfüllen, nur mit der Zielsetzung, dass wir, als Preis sozusagen diesen Menschen behalten können. Also wir verzichten zum Beispiel auf das Bedürfnis, mal auch allein zu sein oder auf das Bedürfnis, mehr Zuwendung zu bekommen, nur in der Hoffnung, dass dafür sozusagen als Gegenleistung mehr vielleicht Achtung wir geschenkt bekommen. Zum Dritten kann sein, also noch eine weitere Form der Selbstsabotage, dass uns übermäßig an unseren Partner klammern. Aus Angst natürlich, dass er oder sie uns verlassen könnte. Das ist natürlich mit einer irre Angst dahinter verbunden. Und zwar mit der Angst, was wir aus der Kindheit kennen. Und in solchen Beziehungen, wo du immer wieder, letztes Endes Trigger erfährst und du merkst, dass diese Angst, diese Verlassenheitsangst, genährt wird, ist natürlich ein Zeichen dafür, dass das Bedürfnis für Nähe und Bindung, und zwar das Bedürfnis, was du tatsächlich brauchst und auch mehr erfüllt werden sollte, nicht erfüllt ist. Ob das jetzt nur damit zu tun hat, dass du deine Bedürfnisse zum Teil vielleicht schon selbst leugnest oder auch damit, dass dein Partner, Partnerin diese Bedürfnis schlicht und einfach nicht erfüllen kann, weil vielleicht auch gar nicht der oder die Richtige für dich ist, das bedarf natürlich eine nähere Betrachtung. Aber auf jeden Fall ist ein Zeichen dafür, dass deine Angst wieder aktiviert ist und du versuchst natürlich zu klammern. Also so viel Zeit zum Beispiel mit den anderen zu verbringen oder sogar alles, soweit es geht, mit ihr oder mit ihm gemeinsam zu tun, damit diese Angst aufhört. Dritte Folge von Verlassenheitswunde in einer Partnerschaft. Dass diese uns zum Teil
selbst manipulieren lässt. Das klingt ja vielleicht schrecklich für dich, wenn du das jetzt so hörst. Aber das ist in der Tat die Wahrheit. Vielleicht ertappst du dich selbst mal dabei, dass du versuchst, deinen Partner oder Partnerin selbst zu manipulieren. Wo du vielleicht im Gespräch versuchst, du ihm oder sie von etwas zu überzeugen. Oder du möchtest irgendwie erreichen, genau, dass nicht das, sondern das wählt. Oder Entscheidung vielleicht neu überlegt. Oder dass das, was du gerne bevorzugst, auch er oder sie eben bevorzugt. Oder du versuchst zum Beispiel von dir selbst zu überzeugen. Das ist auch nochmal so ein Ding, was mit Klammern auch meistens einhergeht. Also wir versuchen alles dafür zu tun, dass diese andere Person ja, sich für immer und ewig für uns entscheidet. Die 4. Folge von Verlassenheitswunder in unserer Beziehung. Durch bereits diese entstandene Verhalten von uns kommen natürlich immer mehr Konflikte auf, immer mehr Missverständnisse auf und diese führen wiederum zu weiterer Distanzierung. Also das ist wie so ein Kreislauf, weil dadurch, dass wir aus Angst heraus agieren und diese uns nicht souverän in der Beziehung und gelassen in der Beziehung sein lässt und die Beziehung leben lässt, ist auch hier eine Art Zwangshaftigkeit, was entsteht aus dieser Angst heraus. Also ich versuche wirklich alles dafür zu tun, dass diese Angst aufhört und versuche, diese unsichere Situation unter die Kontrolle zu bekommen. Und dafür erzeuge ich ja letztes Endes diese Handlungen, die aber natürlich bei dem anderen oder bei der anderen ein Unwohlsein bis zu eingeengt sein erzeugt und kommen höchstwahrscheinlich dann auch immer wieder Streitsituationen auf oder kommen Situationen auf, wo du dich gerechtfertigst oder kommt dann auf, genau die Folge davor, also wo du dann vielleicht auch unbewusst, aber manipulieren beginnst, wo du vielleicht geschehenen Sachen abstreitest plötzlich oder du sagst, nein, das war nicht oder das war anders oder das hätte er nie im Leben getan und wird diese Beziehung oder diese Bindung wirklich immer mehr nicht auf Nähe, sondern auf Distanz aufgebaut. Das wissen wir aber, dass Distanz genau das Gegenteil von Vertrauen ist. Und dass es letztes Endes gegen uns selbst arbeitet und deshalb eine unglaubliche Selbstsabotage ist. Ja, was ist die 5. Folge, was ich mir hier gesammelt habe? Dass wir uns in toxischen Beziehungen viel zu oft festhalten. Das heißt, entweder, dass wir viel zu lange in diesen Beziehungen, wo wir merken, dass diese Angst von uns immer wieder getriggert wird, dass wir in diesen Beziehungen viel zu lange drin bleiben oder sogar gar nicht schaffen, diese Beziehungen aufzulösen, weil unser Verlassenheitswunder so dermaßen aufgekratzt ist und offen ist, dass es uns nicht gelingt. Weil uns letztes Endes nur noch diese Verlustangst wirklich, wirklich voll in der Hand hat und unter Kontrolle hat und uns auch machtlos macht. Was ist die 6. Folge? Ich habe mir aufgeschrieben, naja, wir verlassen uns durch die Verlassenheitswunder selbst. Ist es nicht tragisch?
Natürlich verlassen wir uns selbst, weil wir durch unser Verhalten letztes Endes diese Verlassenheit und diese Einsamkeit auch selbst initiieren. Aus Angst heraus, dass wir verlassen werden, sind wir nicht selten dazu bereit, dass wir unsere Partnerschaften, zum einen durch diese ganzen Handlungen, die ich aufgezählt habe, selbst zerstören, also uns wieder letztes Endes vereinsamen, weil wir dann entweder wirklich verlassen werden oder wir selbst gehen. Es gibt manche, die ja dann doch schaffen, Beziehungen zu cutten, weil die Angst vor Verlassenheit ist noch größer als der Schmerz, was durch eine selbstinitiierte Trennung vielleicht erzeugt wird. Aber diese selbstzerstörerische, beziehungsweise dass ich auch die Beziehung dadurch zerstöre, ist sehr, sehr häufig absolut unbewusst. Und wir müssen wirklich unbedingt betonen und sagen, dass diese Zwanghaftigkeit und diese unglaubliche Antrieb von innen, alles, also wirklich versuchen, alles unter Kontrolle zu haben und zu kontrollieren, damit diese Situation irgendwie nicht entgleist, wobei es ja meistens schon entglitten ist. Aber wir versuchen es zwanghaft noch zu retten. Und es ist meistens auch dadurch begleitet, dass wir hin und her überlegen, dass wir stets Selbstzweifel haben, dass wir nicht richtig wissen, ob wir gut handeln, nicht gut handeln. Meistens wissen wir gar nicht mehr so richtig um uns herum. Viele verlieren wortwörtlich fast den Verstand dabei, weil das in eine Art Panik ausartet. Und genau das ist ja das Verheerende, dass wobei wir versuchen, alles zu retten und auch genau das nicht zuzulassen, dass ich wieder einsam und alleine bleibe, genau das passiert. Entweder letztes Endes durch die andere Person oder durch mich selbst, dass ich wieder mich selbst dann schon verlasse, beziehungsweise durch mich selbst initiiert verlassen werde. Also, dass ich auch meine Einsamkeit dadurch nur noch steigere und erhöhe. Und die 7. Folge davon, dass unser Verlassenheitswunder bis heute noch nicht geheilt ist für mich wirklich das absolut schmerzhafteste und tragisch, am meisten tragische, weil wir letztes Endes, wie habe ich das formuliert, wir verraten uns selbst. Wenn ich alleine das schon hier so ausspreche, kriege ich ja Gänsehaut, weil auch ich kenne ja diese Schritte des Prozesses. Und was meine ich damit? Indem ich mich nur darauf ausrichte, dass ich diese Angst irgendwie abstelle und ich letztes Endes die meiste Zeit nur noch bei der anderen Person bin und weder auf meine Bedürfnisse achte, noch was könnte eigentlich gesund mir gut tun. Ich vergesse mich selbst komplett. Also ich nehme zum Teil auch Charaktereigenschaften oder Gewohnheiten an, die gar nicht meine sind. Das bedeutet, dass ich mein Wesen und meine Vorlieben, meine Bedürfnisse, meine Charakterzüge, ich herschenke und meine Identität letztes Endes dadurch auch leugne oder zum Teil verändere. Das heißt, ich bin nicht authentisch. Ich bin nicht authentisch und merkst du, genauso wie in der Kindheit nicht authentisch warst. Klar nicht, weil das Verhalten, was du bis heute in deinen Beziehungen an den Tag legst, rührt aus dieser Überlebensstrategie und ist ganz klar der Beweis dafür,
dass dein Verlassenheitswunder immer noch offen ist, nicht mal kleine Kruste darüber hat, sondern stets auch immer aufs Neue aufgerissen wird, zum Teil sogar durch dich selbst. Ist es nicht traurig und tragisch? Deshalb lade ich dich dazu ein, setz dich damit auseinander, damit du diese Verlassenheitswunde wirklich heilen kannst, denn nur das ist der einzige Weg. Nicht die Manipulation, nicht, dass du dich selbst leugnest, dass du dich verrätst, dass du dich selbst immer wieder in eine Einsamkeit reintreibst, dass du tatsächlich irgendwann eine erfüllte und sichere Beziehung haben darfst, wo dich jemand wertschätzt, wo du echte Nähe und aufrichtige Liebe erfahren kannst. Und genau das wünsche ich dir. Wenn dir das Video gefallen hat und mein Kanal dir gefällt, vergiss nicht zu abonnieren. Und ich freue mich auch über deine Fragen. Ich habe das letzte Mal mitbekommen, einige sind wohl auch in Beziehungen, die ja nicht leicht sind und vielleicht auch Fragen dazu gibt. Und ja, ich freue mich über die Kommentare. Alles Liebe zu dir, bis zum nächsten Video. Gabriela.